Ja. Ich weiß nicht, was das Spiel Boah, scheiße. Bist du bereit? Soll ich starten? Ich bin Jenny, ich singe bei Wet Coffee und schreibe Texte. Ich bin Andi und ich spiele Gitarre und singe auch ein bisschen mit. Wir schreiben viel auf Deutsch, manchmal auch ein bisschen auf Englisch. Also unsere eigenen Stücke basieren häufig auf einem Reggae-Beat. Wir spielen auch gerne Coverversionen und bearbeiten die Stücke, dass sie zu uns passen. Ja, und da haben wir irgendwie so eine relativ breite Auswahl. Also das geht von Bossa Nova aus den 50er Jahren bis hin zu irgendwie relativ modernen Popstücken. Manchmal haben wir auch Jazzstandards mit dabei. Also das, was uns gerade so Spaß macht. Ja, wir haben uns auch in der Band kennengelernt. Also ich habe in einer Reggae-Band gesungen in Bielefeld und Andi ist dann als Gitarrist, als Rhythmusgitarrist dazugekommen. Und ja, irgendwann habe ich dann beim Einsingen irgend so einen Standard gesungen und Andi kannte das und fand das gut. Und dann haben wir uns halt verabredet zum Musikmachen und ja, uns so kennengelernt und sind dann relativ schnell ein Paar geworden. Wie, du magst Jazz? Ich auch. Wow! Lass uns Cocktail trinken gehen. Ja, überzeugt hat mich auf jeden Fall, dass er Charlie Parker kannte und mochte. Also mag. Und ja, ich kannte bis dahin einfach keinen, der diese Musik mochte. Und das war dann irgendwie so, ja, endlich! Endlich jemanden, mit dem ich zusammen Fan sein kann. Der Tag geht vorbei, die Luft ist noch warm. Du kommst nach Hause, dein Kopf schwer wie Blei. Die Vögel geben ihr letztes Konzert. Am Anfang des Abends, draußen im Garten, das Radio erzählt vom Zustand der Welt. Es gibt keine Antwort, nur noch mehr Fragen. Komm an mein Herz, komm nur für eine Weile. Es hat keine Eile, das Leben geht weiter. Komm an mein Herz, komm nur für eine Weile. Es hat keine Eile, das Leben geht weiter. Ein bisschen Live-Erfahrung haben wir tatsächlich immer noch. Und zwar, ich arbeite im Gutzeitcafé in Bielefeld und wir haben mit meiner Chefin uns überlegt, dass wir kleine Torten ausliefern. Und dann bringen wir halt so eine kleine Torte zu den Leuten und singen ein Ständchen an der Haustür. Das ist dann halt ein sehr kleines Publikum, manchmal nur eine Person oder so, aber es ist halt ganz süß irgendwie. Also manche wissen das und haben sich das zusammen gebucht und freuen sich dann drüber und manche sind halt einfach wirklich so, warum stehen da so Leute vor meiner Tür mit einem Karton und so einer Gitarre, was ist hier los? Da sind Musiker in meinem Garten, die haben irgendwie einen Karton in der Hand. Aber die meisten freuen sich, das ist halt echt schön. Wir hatten ein Pärchen, die haben sich dann so in den Arm gehalten und geweint, das war richtig süß und ja. Wir singen gemeinsam von dem, was wir sind. Ein Kosmos aus Zellen und innerlich Kind. Die Erde ist ein... Zwischendurch gibt es dann ja auch mal ein Stück Kuchen. Also es war jetzt nicht ganz uneigennützig. Wir haben uns selbst auch mit einer Torte überrascht. Ja, genau. Wir haben uns am Ende selber nochmal überrascht. Ohne Ständchen. Das hatten wir ja schon den ganzen Tag. Ja. Torte reicht. Ja. Komm an mein Herz, komm nur für eine Weile. Es hat keine Eile, das Leben geht weiter. Komm an mein Herz, komm nur für eine Weile. Es hat keine Eile, das Leben geht weiter. Komm an mein Herz, komm nur für eine Weile. Es hat keine Eile, das Leben geht weiter. Komm an mein Herz, komm nur für eine Weile. Es hat keine Eile, das Leben
Genau. Ja. Also, Andi baut unsere Instrumente selber, genau. Ja, das ist ein Hobby von mir. Als Jenny anfing, Ukulele zu spielen, da habe ich die Herausforderung sozusagen angenommen, als Geburtstagsgeschenk eine zu bauen. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe als Fenstermonteur gearbeitet und Holzfenster werden rausgeschmissen, Kunststofffenster werden eingebaut und das Holz landet in der Mulde. Und da waren teilweise so schöne Stücke noch bei, die habe ich dann einfach mitgenommen, habe ich dann ins Auto geworfen und dann habe ich erst so Katzentreppen oder Bilderrahmen und Pflanztische gebaut aus dem Holz und ja, irgendwann kam das mit der Ukulele dann halt. Hier ist das nicht auch ein Fenster? Genau, der Hals. Genau, das ist noch ein Fenster. Das war mein Fenster und das ist ja kein schlechtes Holz, das ist ja Mahagoni ähnlich. Oder vielleicht sogar echtes Mahagoni, die sind da teilweise 50 Jahre alt. Also es ist schön abgelagert, es ist schön durchgetrocknet, es verzieht sich nicht mehr so. Und dann bin ich da immer tiefer ins Detail gegangen. Es wurde immer ein bisschen genauer, ein bisschen präziser alles. Und ja, es ist halt ein Hobby von mir. Ich weiß ungefähr, wie man Klang beeinflusst mit den Holzstärken oder wie man das mit der Beleistung, man hat ja auch, wenn man diese pure Decke von der Gitarre hat, dann klopft man da dagegen und dann hört man einen bestimmten Ton und der Mensch bei YouTube, der sagte dann, das ist der und der Ton und da muss man irgendwie hinkommen und man kommt da auf diese Art und Weise irgendwie hin, indem man Material abträgt, so kommt man dann irgendwann auf einen bestimmten Ton. Und dann gibt es halt ein ganz schmales Zeitfenster. Wenn man dann noch mehr Material abträgt, dann fängt die Decke an zu flattern und dann ist sie halt ruiniert. Und das muss man halt genau abstimmen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das drauf habe. Ich bin dabei, das zu lernen. Und ich glaube, da müsste ich einfach noch ein bisschen mutiger werden vielleicht. Und also die Ergebnisse inzwischen können sich ganz gut sehen lassen. Ich spiele deine Ukulele gerne. Oh, danke. Ich finde die gut. Ja. Und Gitarren habe ich dann halt auch versucht, also verschiedenartige Gitarren. Das ist zum Beispiel eine Bariton-Gitarre, die ist irgendwo zwischen Bass und Gitarre. Ja, das ist meine kleine Instrumentenwerkstatt. Ich habe jetzt hier gerade, ich versuche eine Parla-Gitarre zu bauen. Das ist eine Stahlseitengitarre, die so ein bisschen kleineren Korpus hat und eine etwas kürzere Mensur. Da habe ich mir so eine Form, die ich selbst gebaut habe. Da kommen jetzt quasi die Einzelteile von der Gitarre rein und dann kommt die später aus der Form raus. Und dann kommen noch die Kleinigkeiten, beziehungsweise die feinen Sachen. Hier habe ich die Decke mit der Beleistung und oben die Schalloch-Rosette ist schon eingelegt. Die Decke ist dann soweit fertig. Geht auch einen schönen, hört man vielleicht, das ist ungefähr im Bereich von Fis bis G. Ich habe gehört, das soll ziemlich gut sein. Ja, die Decke, die kommt dann hier so rein. Die habe ich der Form so angepasst. Der Hals ist jetzt so grob ausgeschnitzt. Die Kopfplatte, da habe ich die Form schon angezeichnet. Da kommt dann hinterher auch so eine Abdeckung drauf und dann kriegt ihr die Kopfplattenform halt alles. Kommt dann da drauf. Hier habe ich die beiden Zagen. Das waren vorher halt flache Hölzer, die so ungefähr 2 mm stark sind. Die habe ich an diesem Biegeeisen gebogen. Da kann man die Temperatur einstellen. Man macht das Holz nass und dann biegt man die, bis es die gewünschte Form hat. Hier der Hals, der hat hier so dann diese 2 Schlitze. Da kommt die Zage dann ran. Wieder eingesetzt. So.
Aber wenn der Hals fixiert ist, dann wackelt er auch nicht mehr so rum. Genau. Jetzt sind die Zangen aber so dünn, das ist sehr wenig Leimfläche, also da hält die Decke nicht so gut drauf und deswegen stellt man solche kleinen Hölzchen her. Tentalonen heißen die, glaube ich. Kommt dann ein bisschen Leim ran und dann werden die hier so da so gegengesetzt und dadurch ist die Zarge mit der Decke verleimt und für oben kann man dann so diese schönen biegsamen Reifchen bekommen, kann man auch selber machen. Und, die werden dann hier so reingebogen, damit man dann Leimfläche für den Boden hat und dann der Boden, da werden die Leisten halt auch noch gerundet und ein bisschen geformt. Durch so einen kleinen Keil aus Kirschbaum eingesetzt. Also das ist Ahorn, der Keil ist aus Kirschbaum und die späteren Randeinlagen, die mache ich auch aus Kirschbaum. Ja, dass es so alles so ein bisschen schön zusammenpasst. Diese Leisten werden noch gerundet und noch ein bisschen geformt und dann kommt später sozusagen hier der Deckel drauf. Das passt jetzt noch nicht, ne? Wird halt noch angepasst. Und dann ist die Gitarre so weit erstmal fertig, man kann sie aus der Form nehmen und dann wird eine Falz ringsherum eingefräst, wo dann die Randeinlagen, die werden dann auch gebogen, die kommen dann da rein. Und ja, dann Mechaniken, den Hals formen, dass er sich schön geschmeidig anfühlt. Das Griffbrett, das habe ich vorbereitet. Da habe ich jetzt so ein Tape drauf gemacht, weil man die Bleistiftstriche einfach besser sieht von den Bünden. Die werden dann so eingesägt. Dann ist das Griffbrett dann auch aufgeleimt. Und ja, genau, das ist sozusagen mein nächstes Projekt, was ich mal versuche mit Stahlseiten. Ja. Hast du schon mal eine gebaut mit Stahlseiten oder die erste? Nee, das ist die erste, ja. Ich habe vorher halt, also viel Ukulelen halt mehr gebaut und ja, die ein oder andere Gitarre mit Nylonsaiten, die Bariton-Gitarre, die wir vorhin gesehen haben und eine Klassikgitarre, wo wir die Lieder eben mitgespielt haben, die habe ich gebaut. Ja, und ich wollte mal einfach so eine kleine Stahlseitengitarre haben. Ich mag auch so kleine, leichte Instrumente irgendwie. Es ist März und der Frühling kommt ganz leise, die angetaute Erde schweigt auf ihre Weise und die Menschen in den Straßen tragen ihre Jackenkragen immer noch hochgeschlagen, denn der Wind ist kalt, er kommt aus Norden, aus mir völlig unbekannten Orten. Ich sitze draußen im Straßencafé und hoffe, dass hier meine Trägheit vergeht, doch nein, das kann doch so gar nicht ich sein. Wenn ich jetzt gleich aufstehe und die Straße runtergehe, dann wird mein Kopf ganz klar, wie er es noch niemals war. Ich werde zu Hause meine Sachen packen und mich mit Mann und Maus endlich auf die Socken machen. Wir werden irgendwo am Meer auf den Wellen reiten, uns auf fremden Märkten mit dicken Händlern streiten, auf Isomatten in das Abendrot sehen, nur das Fernweh ist unser Kapitän. Lass uns reisen, die Welt umkreisen und nirgends bleiben. Lass uns niemand sein, lass uns reisen, die Welt umkreisen und nirgends bleiben. Lass uns niemand sein. Unruhig knete ich meine Finger in der Straßenbahn. In Gedanken fängt die Reise mit dem Kofferpacken an. Wenn ich wüsste, wo wir unsere Reisepässe aufbewahren.
Es wäre schön, wenn Straßenbahnen schneller über Straßen fahren. Es ist März und der Alltag kommt ganz leise. Mein überfüllter Wäschekorb schweigt auf seine Weise. Und ich wollte schon vor Tagen meine Rechnungen bezahlen. So viel zur Reiseplanung. Das Brot ist alt, das Obst verdorben. Im Kühlschrank finde ich mir völlig unbekannte Formen. Hat die Pflicht oder der Traum Priorität? Ich hoffe sehr, dass meine Trägheit vergeht, doch nein, das kann doch so gar nicht ich sein. Wenn ich jetzt gleich aufstehe und die Straße runtergehe, dann wird mein Kopf ganz klar, wie er es noch niemals war. Ich werde zu Hause meine Sachen packen und mich mit Mann und Maus endlich auf die Socken machen. Wir werden irgendwo am Meer auf den Wellen reiten, uns auf fremden Märkten mit dicken Händlern streiten, auf Isomatten in das Abendrot sehen. Nur das Fernweh ist unser Kapitän, lass uns reisen, die Welt umkreisen und nirgends bleiben. Lass uns niemand sein, komm, lass uns reisen, die Welt umkreisen und nirgends bleiben. Niemand sein, lass uns 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 niemand sein.